Ja, ein Bike, was fürs Abenteuer gemacht ist, aber was ist, wenn das nicht ausreichend ist? Begleite mich bei einem Umbauprojekt mit der CF Moto MT450. Wir starten heute in einer Videoserie von 7 bis 10 Videos, werden da mehr wie 50 verschiedene Teile auf das Gerät anbauen, unzählige Stunden an Arbeit reinstecken, um so am Endeffekt wirklich ein richtig geiles Adventure Bike auf die Stelzen zu stellen. Ja, man stellt sich vor, es ist mitten im Winter, draußen ist wirklich saukalt und dann kannst du dein Bike nicht bewegen, hast aber eins in der Garage stehen, rein zufällig, was wirklich erschwinglich ist, was von der Designsprache wirklich lässig ist, was auch wirklich, sage ich mal, 2024 für mich das Bike war, was auf den Markt gekommen ist. Und es gibt noch unzählige Anbauteile, was man da alles draufbauen kann, und man hat noch eine kleine, feine, nette Garage, dann wäre so ein Umbauprojekt richtig lässig. Und genau mit dem Vorsatz habe ich gestartet, weil ich das generell gern mache im Winter, dementsprechend halt schon so Schrauberprojekte umzusetzen, dementsprechend meine Bikes oder auch meine ATVs anzupassen. Habe da nicht quasi die riesige Garage und habe da auch nicht irgendwie jetzt ein riesiges Studio, wo ich euch dementsprechend High-End-Bilder liefern kann, aber das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Übung. Sinn und Zweck der Übung ist da wirklich ganz dezent oder ganz einfach gehalten, euch zu zeigen, was für Teile gibt es. Also ich habe Teile bestellt bei AliExpress natürlich, bei Amazon, direkt über CF Moto und bei Uncle Wang, und da gibt es was ganz Spezielles, aber erst in Mitte oder Ende vom Video werde ich das verraten. Ja, und da ich die Geheimniskrämerei selber nicht leiden kann, verrate ich es gleich einmal vorweg. Und zwar, es gibt exklusiv, und das nur bei mir im deutschsprachigen Raum, für euch einen Rabattcode bei der Firma Uncle Wang von sage und schreibe 4%. Das ist auf den gesamten Warenkorb einzulösen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, wer ist der Uncle Wang? Wir kommen noch detailliert im Video darauf zu sprechen, was man alles beim Uncle Wang bestellen kann. Mittlerweile sind über 202 verschiedene Artikel für die MT450 bei Uncle Wang verfügbar. Also das ist wirklich wie Lego-Spielen für Erwachsene. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was da alles angeboten wird. Und eben, es gibt über diesen gesamten Warenkorb, beziehungsweise wenn ihr dort was bestellt, über euren gesamten Warenkorb 4% Rabatt. Der, der was meine Abo-Glocke noch nicht gedrückt hat, beziehungsweise noch kein Abo dagelassen hat, hoffe ich, dass ich so einen kleinen Anreiz habe schaffen können, dass ihr jetzt meinen Kanal abonniert. Aber jetzt schauen wir im Video weiter, was da noch alles passiert. Und mir geht es einfach darum, wirklich die Teile auszupacken, zu zeigen, okay, wie schaut das aus? Also angenommen jetzt beim Unterbodenschutz, wie stark ist der, wie viel Millimeter Stärke hat der, wie viel hat der Originale, wie sind die Schrauben dabei, wie wird das Ganze montiert und so weiter und so fort. Also ich habe da wirklich schon, ja, roundabout jetzt 28 Teile habe ich da hinten schon auf der Werkbank liegen, und die Lieferung vom Uncle Wang ist schon unterwegs, und da sind die richtigen Schmackofatz-Sachen dabei, also das wird eine richtig geile Geschichte. Ja, Ziel ist es eben wirklich da bei meiner MT450 alles auszuprobieren, alles was es so am Markt gibt. Ich habe auch schon gesehen, dass es sogar einen Quickshifter gibt, optional, dass es verschiedene Steuergeräte gibt. Also wir werden auch wieder die ECU flashen, wir werden dementsprechende Leistungs-Updates machen, wir werden einmal dementsprechend die kompletten Cuts rausnehmen und einfach, sage ich mal, Straight Pipe hinten rausfahren. Wir werden verschiedene Reifen wahrscheinlich testen, wir werden, wenn es sich ergibt, auch das Fahrwerk anpassen. Wir werden zum Thema Protect einiges raufbauen, also wie die ganzen Handschützer, Unterbautenschutz und so weiter und so fort. Wir werden verschiedene Gepäcksysteme, also vom Softgepäck bis über Hardgepäck probieren. Ich habe verschiedene Sitzbänke da, wir haben verschiedene Windschilder vorne, wir haben verschiedene Sturzbügel vorne, also das wird ein richtig umfangreiches und ja, vielseitiges Projekt. Da sind wirklich sehr, sehr viele Teile da im Hintergrund, und dort schauen wir jetzt auch einmal kurz hin. Ja, dann schauen wir uns mal die Teile an. Zuerst zeige ich euch mein kleines, aber feines Reich. Habe da alles an Werkzeug da, was wir so brauchen für den ganzen Umbau. Die kleine Werkstatt habe ich mal gebaut. Ich bin früher Vespa-Rennen gefahren und habe da natürlich in dieser Werkstatt meine Vespas geschraubt, habe auch Motoren gebaut. Also im Großen und Ganzen kenne ich mich mit der Technik schon ein bisschen aus. Ja, dann schauen wir mal wirklich, was schon da ist. Wir haben die hohe Sitzbank von Original CF Moto, dann haben wir einen Unterfahrschutz, der ist von AliExpress.
Dann haben wir eine Handyhalterung, die ist von AliExpress. Dann das Capo-Ride 603 wird da montiert. Was da wirklich lässig ist, das hat ein Kamerasystem mit Dashcam-Funktion und quasi eine Handsteuerung, also richtig cooles Teil. Das Ganze wird auf einem 3D gedruckten Mount montiert, was dann wirklich für die MT450 angepasst ist. Da gebe ich euch den Link dazu. Das kann man über eine Facebook-Gruppe bestellen, glaube ich, in der Slowakei, wenn es mich nicht täuscht. Das ist ein richtig cooles Teil. Dann haben wir hier ein Gepäcksbrückensystem. Dann haben wir eben als nächstes die Bremsbeläge, weil die sind bei der MT nicht wirklich vom Vorteil. Dann so einen Car-Finder, das möchte ich gerne probieren, ob man da dann das Modell quasi tracken kann. Die MT hat zwar ein Tracking-System drinnen, aber das will ich eher probieren für andere Systeme oder andere Motorräder, was das nicht haben, ob das dann dementsprechend auch funktioniert. Dann haben wir Heißgriffe, die dürfen nie fehlen bei meinem Modell von Koso. Dann haben wir hier die massiven Footpacks, die hier im Gelenk ein bisschen beweglich sind. So kann man quasi den Fuß ein bisschen variieren auf dem Footpack. Dann eben noch die Gepäcksbrücke hinten, einen Kühlerschutz unten und oben, also unten und das ist oben. Dann haben wir ein höheres getöntes Windschild. Dann haben wir hier Motorsturzbügel unten, Original CF-Motor, Motorsturzbügel oben, auch Original CF-Motor. Dann haben wir hier das 0815 Dekor-Klebeset. Da bin ich wirklich noch auf der Suche nach einem richtig geilen Dekor für die MT. Wenn ihr da was habt, könnt ihr mir gerne Fotos schicken. So eher so Red Bull Design gefällt mir immer riesig gut. Mal schauen, das soll wirklich ein Starfighter werden, das soll richtig lässig ausschauen. Dann eben auch vorne die Frontmaske, also dieser Schutz von den Lichtern. Das werden wir auch einbauen, sicher auch ein lässiges Teil. Motorschutz haben wir hier, dann eine kurze Kennzeichenhalterung und ein 15er Ritzel haben wir auch schon da. Eine große Lieferung vom Ankelwagen steht noch an mit sehr, sehr vielen Teilen und die schauen wir sich jetzt mal am Rechner an, was da alles noch kommen wird. Ja, und für die, die den Ankelwagen noch nicht kennen, schauen wir sich mal wirklich kurz an, wer der Ankelwagen ist und was er alles hat. Ankelwagen, chinesischer Hersteller, hat sich darauf spezialisiert, eben auch chinesische Motorräder quasi auszustatten. Da haben wir auf der ersten Linie mal die Vogue drinnen, alle verschiedenen Modelle. Dann haben wir Benelli und QJ, dann haben wir Kove, CF Moto, Moto Marini und eben auch Zontes sind da ein paar Modelle drinnen. Dann schauen wir bei der MT450 mal rein. Und was halt wirklich interessant ist, beziehungsweise was man halt so sonst nirgends findet, meiner Meinung nach, wir haben hier 202 verschiedene Artikel für die MT450. Wenn wir da gleich einmal auf die Startseiten schauen oder auf die ersten Seite, haben wir da mal ein Gepäcksystem, dann haben wir da so einen Werkzeugkasten, Unterfahrschutz, dann ein Windschild, also alles Mögliche, was da gibt. Wir schauen mal kurz ein bisschen durch. Applikationen, der Zusatztank ist hier drinnen, dann eben noch eine Soft-Gepäcksbrücke, dann noch ein Unterfahrschutz. Dann, wenn wir weitergehen, den haben wir jetzt bestellt, dann haben wir da einen Kühler drinnen, auch Ersatzteile und so. Quasi Simmerringe sind da drinnen, Hitzeschutz, Sturzbügel, noch einer. Also wirklich, da gibt es alles drinnen, was es so gibt und was da nicht gibt, glaube ich, gibt es auch nicht für die MT. Also wirklich ein Wahnsinn und wirklich sehr, sehr vielseitig. Also Hut ab, da muss man wirklich sagen, die haben das wirklich sensationell gestaltet. Das Einzige, was ich schon vorwegnehmen kann, ist, es gibt bei den meisten Sachen, was dann wirklich daherkommen, keine Bedienungsanleitung und da komme eben ich mit meinem Video ins Spiel. Ich zeige euch dann das Ganze, wie das auch dann wirklich am Motorrad montiert wird und ihr spart euch wahrscheinlich durch das die eine oder andere Stunde in der Werkstatt. Jetzt schauen wir aber noch genau hin, beziehungsweise schauen wir noch, was wirklich auch ich bestellt habe, was noch daherkommt und zwar zeige ich euch da meine Shopping-Card. In Summe kommen da roundabout 35 Artikel daher. Ein paar haben wir schon, was da noch drauf sind. Auf alle Fälle kommt noch der Chain Guard dazu, dann dieses Windschild, dieses gekröpfte, dieses eckige, weil ich es mal probieren will, wie das erstens vom Wind her ist und optisch finde ich, schaut das richtig cool aus auf der MT. Das haben wir schon liegen in der Werkstatt, quasi das normale Windschild. Die Footpacks haben wir, den Highfender, der kommt mit. Dann Seitenständerverbreiterung, Kennzeichenhalterung habe ich da jetzt dann nicht mitbestellt, weil die war mir da ein bisschen zu kasig, sagt man in Österreich, ein bisschen zu dünn, da habe ich die andere dann bestellt, die was ihr vorher gesehen habt. Dann haben wir da einen Sportluftfilter, Gepäcksystem, Motorschutz, Aufkleberset, dann eben Steuergerät und
sage ich mal, Straight Pipe, also ohne Cut. Mal schauen, wie sich dann das Ganze anhört, wie sich das Ganze auch fahren lässt. Wir werden das nur wirklich für Testzwecke mal verbauen. Dann haben wir noch Gepäcksysteme verschiedenes, dann haben wir eine Lenkerhöhung, Bremsbeläge vorne und hinten, weil die muss man meiner Meinung nach wirklich tauschen. Dann haben wir da die Handprotektoren, Gepäcksbrücke hinten. Da kommt von der Firma Lobo noch ein Gepäcksystem daher, was man dementsprechend mit so, ja, wie einer Luftpumpe aufpumpen kann. Das habe ich auf der EICMA gesehen. Wird, glaube ich, richtig spannend werden und es ist wirklich eine Neuheit. Also will ich selbst einmal wirklich probieren und testen. Dann hinten quasi dieses, ja, der Kettenschutz. Dann Lenkungsdämpfer haben wir, ein paar so kleine Applikationen. Dann haben wir eben einen Luftfilter, einen Schwammluftfilter. Da werden wir vergleichen den Papierluftfilter, Sportluftfilter und eben den Luftfilter, was der Schwamm unter Anführungszeichen ist. Merkt man da was? Ändert sich das Ansauggeräusch und so weiter. Dann haben wir da noch so kleine Applikationen. Unten haben wir noch einen anderen Sturzbügel. Da habe ich den Original von CF Moto in der Garage liegen und auch der kommt, weil ich schauen will, okay, welcher passt einfach besser, welcher ist nicht so aufdringlich auf der Maschine. Dann haben wir da eben einen Hitzeschutz für das Gepäcksystem, dass uns das nicht abschmilzt, Unterfahrschutz, Erweiterungstank kommt drauf und noch ein paar Applikationen. Also in Summe wirklich, finde ich, sehr umfangreich und ja, da freue ich mich richtig schon auf die Schrauberei. Ja, und wenn wir schauen, was da wirklich für Teile gibt, was jetzt schon da ist bei mir, was alles noch auf dem Weg ist und welche Möglichkeiten, dass wir dann vielleicht auch noch haben, das ist richtig geil. Also da freue ich mich richtig schon drauf, das ganze Projekt ja umzusetzen, selbst zu schrauben, anständig wirklich zu zangeln auf gut Deutsch. Und ich nehme euch da wirklich gern mit auf die Reise. Die Videos werden relativ einfach gehalten sein. Mir geht es darum, eher wirklich eine Beschreibung für die Bauteile zum Liefern. Also wir schauen sich einfach an, okay, ist die Qualität in Ordnung oder nicht, weil sehr, sehr viele Dinge kommen halt aus Fernost. Eines kann ich schon verraten, bei den meisten Teilen, also die Originalteile von CF, da ist eine Beschreibung dabei. Alles, was von AliExpress und Amazon bis jetzt gekommen ist, da war genau nichts dabei. Und wenn auf Chinesisch, was ich natürlich nicht verstehen kann, also da bin ich dann quasi der was die deutschsprachige Übersetzung macht, beziehungsweise die Anleitung in Bild und Ton umsetzt. Das könnt ihr natürlich gerne nutzen und dementsprechend halt auch nachbauen. Ihr werdet sicher sehen, wie ich oft fluchen werde. Ihr werdet sehen, wie ich wahrscheinlich oft verzweifeln werde. Ihr werdet auch sehen, wie ich wahrscheinlich ab und zu sehr stark in meinen Dialekt reinfallen wird, weil umso emotionaler ich werde, umso mehr Dialekt spreche ich, das weiß ich. Ja, und das war jetzt mehr oder weniger der Auftakt von dieser Videoserie. Im nächsten Video gehen wir schon richtig Gas, da werden wir schon richtig loszangeln. Wir werden beginnen, da oben irgendwo mal so mit den Heizgriffe und wahrscheinlich mit dem Carporite, dass wir das Ganze hier installieren. Wenn ihr noch Teile habt, wenn ihr sagt, so wie die 3D gedruckte Navi-Halterung, ich habe da was, das ist ganz speziell, das gibt es so nirgends, kannst du das mal wirklich schauen oder testen oder probieren? Könnt ihr euch gerne bei mir melden, könnt mir das gerne zuschicken, wenn es ins System reinpasst oder wenn das Ganze dann wirklich auch da Anklang findet, können wir das gerne machen. Da bin ich gern bereit, dass ihr mir das zuschickt und ich baue das für euch ein quasi und verfilme das, also überhaupt kein Problem. Also das soll wirklich ein Projekt sein, wo ihr auch mitgenommen werdet, wo ihr auch dabei seid. Auch gerne, wenn ihr aus der Region seid, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Vielleicht ergibt sich einmal der eine oder andere Schrauberabend. Vielleicht mag einmal wer vorbeikommen und will mir helfen beim Schrauben oder vielleicht selber schrauben und ich filme ihn oder irgend so. Also da können wir auch irgendwas machen. Wenn wer Bock hat, meldet euch einfach bei mir. Würde mich auf alle Fälle freuen. Ich glaube, dass es ein richtig geiles Projekt bin. Ich freue mich riesig drauf. Wahrscheinlich wiederhole ich mich schon zum zweiten Mal, dass ich mich riesig drauf freue und das richtig geil wird. Aber es wird geil, das verspreche ich euch. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Da starten wir richtig durch. Wirklich, da schreiten wir zur Tat und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir auf alle Fälle einen Daumen da, abonniert gerne meinen Kanal, teilt das Video auch, wenn es Bekannte habt und hin und her, weil ich glaube, das wird so in dieser Form einmalig sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.